Die Meta Quest 3S, ein VR-Headset mit beeindruckendem Preis-Leistungs-Verhältnis, das fast zu gut klingt, um wahr zu sein. Ich habe das Gerät gekauft und ausführlich getestet und war tatsächlich überrascht von dem, was es bietet. Trotzdem möchte ich euch hiermit vom Kauf abraten. Klingt das widersprüchlich? Dann bleibt dran und erfahrt, welcher eine entscheidende Punkt bei der Quest 3S meiner Meinung nach nicht ganz stimmt. Was ist denn nun die Quest 3S? Manche sagen eine gepimpte Quest 2, andere sagen eine abgespeckte Quest 3. Ich möchte erstmal Klarheit darüber schaffen, was man von der Quest 3S erwarten kann. Für 329 € bekommt ihr quasi eine Quest 3 in Quest 2 Gewand. Das bedeutet, ihr habt einen ähnlichen Formfaktor wie die Quest 2, mit gleicher Linsen- und Display-Technologie, bekommt aber technisch den gleichen Chip und das gleiche Pass-Through wie bei der Quest 3 und die neuen ringlosen Controller dazu. Ihr könnt also grafisch und spielerisch genau das gleiche erleben wie mit der Quest 3, nur eben zu einem sehr günstigen Preis. Leider sind die Displays und die Linsen der Quest 3S eher als veraltet zu bewerten, denn ihr bekommt dieselben wie bei der Quest 2. Das bedeutet eine etwas niedrigere Auflösung, Fresnel-Linsen, die zu Glare neigen und eine IPD-Verstellung in leider nur 3 Stufen. Die Pancake-Linsen der Quest 3 haben ein größeres FOV, weniger Glare und die Displays haben eine höhere Auflösung. Außerdem könnt ihr den Linsenabstand stufenlos verstellen. Ganz neu bei der Quest 3S ist der Funktionsknopf, mit dem ihr den Pass-Through ein- und ausschaltet. Auf einen Klinkenanschluss haben sie bei der Quest 3S leider komplett verzichtet, was sehr schade ist. Dennoch muss ich sagen, dass es mich überrascht hat, wie gut die Spiele aussehen. Die schlechteren Linsen im direkten Vergleich sind zwar deutlich wahrnehmbar, das macht aber in den meisten Fällen gar nichts, wenn euch das Spiel so richtig in euren Bann zieht. Das setzt natürlich voraus, dass ihr Glück mit dem Augenabstand habt und der Sweet Spot bei euch passt. Die Quest 3S zeigt jedenfalls ganz deutlich, dass es vor allem der Chip war, der die Quest 3 hat glänzen lassen. Die anderen Upgrades sind zwar auch nice to have, aber wäre die Quest 3S anstelle der Quest 3 erschienen, hätten wir sie wohl ähnlich abgefeiert. Da der Pass-Through auch dem der Quest 3 gleicht, hat mich dieser auch positiv überrascht. Mixed Reality Spiele machen damit echt viel Spaß und sind daher ein absolutes Upgrade gegenüber der Quest 2. Was das Zubehör angeht, ist die Quest 3S kompatibel mit Quest 3 Headstraps, wie diesen hier. Ihr habt also eine Vielzahl an Möglichkeiten, zum Beispiel AMVR, Kiwi Design oder Bobo VR. Links zu meinen Empfehlungen hierzu findet ihr in der Beschreibung. Das Face Gasket der Quest 3 ist allerdings nicht kompatibel. Diese müssen neu angeschafft werden. Auch Quest 2 Face Gaskets sind nicht kompatibel. Da die Controller die gleichen sind wie bei der Quest 3, gibt es auch hier bereits viel Zubehör. Auf den ersten Blick klingt das also alles gar nicht so schlecht, vor allem wenn man den Preis bedenkt, oder? Doch genau hier liegt das Problem. Meta hat die Preise für die Quest 3S deutlich gesenkt. Die 512 GB Version kostet nun 550 € statt 699 € und die 128 GB Version ist auf 470 € gefallen. Doch obwohl die Quest 3 technisch überlegen und gerade für Einsteiger die bessere Wahl wäre, hat Meta entschieden, die günstigere 128 GB Version aus dem Sortiment zu nehmen. Die restlichen Bestände werden zwar gerade noch abverkauft, stattdessen wird die neue Quest 3S als die preiswertere Option positioniert. Mit 128 GB für 329 € und 256 GB für 429 €. Für Einsteiger ist die Quest 3 aus mehreren Gründen aber das bessere VR-Headset. Die manuell verstellbaren Linsen und der große Sweet Spot helfen dabei, ein klares Bild zu erhalten und der schlanke Formfaktor sowie der verbesserte Komfort machen die Nutzung einfach viel angenehmer. Gerade der erste Eindruck ist entscheidend und hier punktet die Quest 3 deutlich. Wenn Meta stattdessen eine Quest 3 mit 256 GB für rund 450 € angeboten hätte, wäre das meiner Meinung nach das ideale Angebot für Einsteiger gewesen. Stattdessen wird die Quest 3 nur noch in einer teuren 512 GB Version als Premium-Modell angeboten. Meta nimmt sich damit selbst die Chance, die Quest 3 als das optimale Einsteigergerät zu positionieren, obwohl es insgesamt das bessere VR-Erlebnis bietet. Es wird klar, ich empfehle auf jeden Fall eine Quest 3 zu kaufen. Natürlich ist der Preis äußerst verlockend und langfristig, wenn das 128 GB Modell der Quest 3 ausläuft, ist der Preisunterschied gewaltig. Da kann ich verstehen, wenn man zur Quest 3S greifen möchte. Bis auf den Preis gibt es aber gar keinen Grund, die Quest 3S zu empfehlen. Ich empfehle daher eher nach gebrauchten Modellen der Quest 3 Ausschau zu halten, solange es noch geht. Gerade jetzt zum Black Friday und Weihnachtsgeschäft könntet ihr gute Deals für die Quest 3 finden. Ich rate aber dennoch nicht gänzlich vom Kauf einer Quest 3S ab.
auch wenn ich das jetzt so überspitzt gesagt habe. Ich finde es lediglich sehr schade, dass Meta einen dazu drängen möchte, die Quest 3S zu kaufen und die Quest 3 trotz Preissenkung zu einer Art Premium-VR-Headset deklariert. Obwohl sie das meiner Meinung nach nicht ist, sondern eher ein Gerät für Einsteiger. Aber gerade das kleine Quest 3S Modell mit 128 GB hat tatsächlich ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und kann vielen mit kleinem Geldbeutel den Einstieg in die Technikwelt hier ermöglichen. Von der 256 GB rate ich dagegen komplett ab, solange es noch günstige Angebote für die Quest 3 gibt. Das war's auch schon für dieses Video, etwas analytisch diesmal. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Entscheidung helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Reviews und Tipps zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao.